Dennoch ist ihr Wunsch nicht stark genug, um den Willen ununterbrochen in Aktivität zu halten, so dass er fortgesetzt die Opfer bringt, welche das Christentum fordert. Vielleicht ist das schwerste dieser Opfer für einen denkenden Menschen das, seinen eigenen Verstand daranzugeben. Wenigstens ist dies bei mir so der Fall. Ich war lange gewohnt, meinen Verstand als den einzigen Richter der Wahrheit anzusehen, und während der Verstand selbst es mir bezeugt, dass es gar nicht unvernünftig sei, wenn Herz und Wille im Verein mit der Vernunft Gott suchen müssen, denn die Religion ist für den ganzen Menschen, so bin ich doch zu eifersüchtig auf meinen Verstand, um meinen Willen in der Richtung zu gebrauchen, in welcher es mein Herz am sehnlichsten wünscht. Denn sicherlich ist das heißeste Verlangen meines Herzens, dass es in seinem höchsten Streben nicht betrogen wird. Und dennoch konnte ich mich selbst nicht überwinden, einen Versuch zu machen und zum Glauben fortzuschreiten. Von einem Standpunkt aus betrachtet, scheint es zum Beispiel ganz vernünftig zu sein, dass das Christentum die praktische Ausführung seiner Glaubenslehren als eine notwendige Bedingung fordert, damit ihre Wahrheit zur Überzeugung wird, das heißt, damit man sie glaubt. Aber von einem anderen und mir geläufigeren Standpunkt aus scheint es mir fast eine Beleidigung der Vernunft zu sein, solch ein törichtes Experiment überhaupt zu machen, gerade so wie es einem Naturforscher absurd und kindisch erscheint, dass man erwartet, er solle die abergläubischen Torheiten des modernen Spiritismus untersuchen. Selbst den einfachsten Willensakt in Bezug auf Religion, nämlich das Gebet, habe ich wenigstens ein Vierteljahrhundert lang nicht ausgeübt, lediglich aus dem Grunde, weil es mir so unmöglich schien, sozusagen hypothetisch zu beten, so dass ich mich, so sehr mich auch immer danach verlangt hat, beten zu können, doch nicht zu dem Willensakt aufraffen konnte, einen Versuch damit zu machen. Um mich in Bezug auf das, was mein besseres Urteil so sehr oft als unvernünftig erkannt hat, selbst zu rechtfertigen, habe ich immer verschiedene Entschuldigungen gehabt. Hauptsächlich war es diese, selbst wenn man das Christentum als Wahrheit annimmt und selbst angenommen, dass ich meine Vernunft soweit meinem Verlangen opfern könnte, dass ich die vorausgesetzten Bedingungen erfüllt hätte, um Gnade oder unmittelbare Erleuchtung von Gott zu erlangen, würde sich nicht selbst dann meine Vernunft empören und an mir rächen. Denn sicherlich würde selbst dann mein gewohnheitsmäßiger Skeptizismus mir sagen, dies ist alles sehr erhaben und tröstlich, aber welche Gewissheit hast du, dass die ganze Sache nicht doch eine Selbsttäuschung ist? Der Wunsch war wahrscheinlich der Vater des Gedankens, und du würdest deinen Willensakt besser verwendet haben, dich für irgendeine niedrige Sache, und wäre es nur ein Haschischrausch, zu begeistern. Ein Christ würde natürlich darauf antworten, dass die innere Erleuchtung einen solchen Zweifel nicht zulassen kann, ebenso wenig wie der Anblick der Sonne an dieser zweifeln lässt, dass Gott uns doch gut genug kennt, um das zu verhüten und so weiter. Und auch, dass es unvernünftig sei, ein Experiment deshalb nicht zu versuchen, weil sein Ergebnis sich vielleicht als zu gut erweisen möchte, um glaubwürdig zu sein. Ich will nicht bestreiten, dass der Christ durch eine solche Antwort gerechtfertigt sein würde, aber ich führe die Sache auch nur als eine Probe der Schwierigkeiten an, die sich entgegenstellen, wenn man alle Bedingungen erfüllen will, um zum christlichen Glauben zu gelangen, selbst wenn man ihn für richtig hält. Andere haben ohne Zweifel andere Schwierigkeiten, aber die meinige lag wohl hauptsächlich in meiner ungebührlichen Rücksichtnahme auf die Vernunft unter Vernachlässigung von Herz und Willen, ungebührlich dann, wenn das Christentum wirklich Wahrheit ist und wenn die Bedingungen für den Glauben an dasselbe eine göttliche Verordnung sind. Dieser Einfluss des Willens auf den Glauben, selbst in weltlichen Dingen, ist umso stärker ausgeprägt, je weniger diese Dinge sich vordemonstrieren lassen, wie schon bemerkt, aber das ist am meisten dort der Fall, wo unsere persönlichen Interessen berührt werden, mögen es materielle oder intellektuelle sein, wie zum Beispiel der Ruf, konsequent zu sein und so weiter. Man bedenke nur, wie sehr zum Beispiel politische Glaubensbekenntnisse den religiösen in den eben erörterten Beziehungen gleichen. Wenn die Unterschiede dabei nicht der Art sind, dass die Wahrheit auf der einen Seite klar beweisbar ist, so dass der, welcher ein Anhänger der gegnerischen Seite ist, dabei bewussterweise seine Redlichkeit im Eigennutz geopfert haben muss, so finden wir doch immer, dass die Parteibrille die Dinge so färbt, dass man die Vernunft dem Willen preisgibt, sowie der Gewohnheit, dem Interesse und all den anderen Verhältnissen, welche in gleicher Weise auf den religiösen Glauben einwirken.
In jedem Falle scheint es nur wenig darauf anzukommen, auf welcher Höhe von allgemeiner oder besonderer Bildung sowie geistiger Beanlagung man steht, um die zu beurteilende Frage zu beantworten. Vom Premierminister bis zum Bauern finden wir dieselbe Meinungsverschiedenheit in politischen Dingen wie in religiösen. Und in jedem Fall ist die Erklärung die gleiche. Der Glaube ist so wenig von der Vernunft allein abhängig, dass es in solchen Gedankenkreisen, das heißt, wo persönliche Interessen berührt werden und die Wahrheit ihrer Natur nach nicht demonstrierbar ist, wirklich so scheint, als ob die Vernunft aufhört, ein Richter in Bezug auf den Beweis oder der Führer zur Wahrheit zu sein, so dass sie nur der Advokat einer Meinung ist, die bereits auf einem anderen Grunde auferbaut wurde. Dieser andere Grund besteht, wie wir gesehen haben, vornehmlich in den Zufälligkeiten der Gewohnheit oder der Mode und der Wunsch ist dann der Vater des Gedankens und so weiter. Dies mag nun alles in Bezug auf Politik und in allen weltlichen Dingen bedauerlich sein, aber wer will sagen, dass es in Bezug auf den religiösen Glauben nicht so sein muss, wie es ist? Denn wenn wir nicht die Frage nach einem zukünftigen Leben mit einer nackten Verneinung abtun wollen, so müssen wir doch wenigstens die Möglichkeit erwägen, ob wir hier nicht in einem Zustand der Prüfung leben und das nicht allein bezüglich eines unbefangenen Gebrauchs unserer Vernunft, sondern wahrscheinlich noch viel mehr bezüglich des Gebrauchs jener anderen Seiten der menschlichen Natur, durch welche unser Glaube in dieser wichtigsten von allen Fragen bestimmt wird. Es ist bemerkenswert, dass es selbst in der Politik die sittlichen und geistlichen Elemente des Charakters sind, welche endlich zum Erfolg führen, selbst mehr als intellektuelle Fähigkeiten, natürlich vorausgesetzt, dass die letztere nicht unter dem etwas hohen Niveau unserer parlamentarischen Versammlungen steht. In Bezug auf die Rolle, die der Wille bei der Entscheidung für den Glauben spielt, kann man nachweisen, wie unbewusst groß dieselbe sogar in Dingen von weltlichem Interesse ist. Die Vernunft ist in der Tat sehr weit davon entfernt, der einzige Führer beim Urteil zu sein, wie man gewöhnlich annimmt. Das geht tatsächlich so weit, dass das Urteil, ausgenommen in Dingen, bei welchen der Beweis auf der Hand liegt, wobei es natürlich keinen Raum mehr für irgendetwas anderes gibt, zumeist durch Gewohnheit, Vorurteil, Missfallen und so weiter so weit gefangen genommen ist, dass es den nüchternsten Philosophen überraschen würde, könnte er sich alle die geistigen Prozesse klar machen, durch welche der komplizierte Akt der Zustimmung bzw. Abneigung zufällig bestimmt wird. Um zu zeigen, wie wenig die Vernunft allein bei der Entscheidung für den religiösen Glauben zu tun hat, wollen wir einmal als Beispiel die Mathematiker betrachten. Ich denke, sie sind das beste Beispiel, welches wir nehmen können, weil die mathematische von allen intellektuellen Forschungen die exakteste ist, da sie viel mehr als alle anderen die Kräfte der Vernunft in Anspruch nimmt und weil deshalb auch die Männer, welche in dieser Forschung die höchste Stufe erreicht haben, sicherlich als die geeignetsten Vertreter der Menschheit in Bezug auf die Kraft der reinen Vernunft betrachtet werden können. Aber siehe jedes Mal, wenn sie ihre in jener Beziehung außerordentlichen Kräfte auf die Probleme der Religion gerichtet haben, wie wohl erwogen sind dann bezeichnenderweise ihre entgegengesetzten Schlüsse, keiner von beiden scheint zu irren, der Übersetzer, so dass wir daraus nur schließen können, wie außerordentlich wenig die Vernunft bei den geistigen Vorgängen gilt, welche hier das Urteil bestimmen. Wenn wir in dieser Hinsicht die größten Mathematiker in der Weltgeschichte untersuchen, so finden wir, dass zum Beispiel Kepler und Newton Christen waren, dass aber andererseits Laplace ungläubig war. Oder wenn ich unsere Zeit in Betracht ziehe und meine Aufmerksamkeit zum Beispiel auf den Hauptsitz der mathematischen Studiums in England richte, so ist Folgendes zu sagen: Als ich in Cambridge war, erstrahlte in dieser Fakultät von dort aus ein solch helles Licht wie wohl nie zuvor. Und das Merkwürdige für unseren gegenwärtigen Zweck ist dabei, dass die Träger der berühmtesten Namen auf Seiten der Orthodoxie standen: Sir W. Thomson, Sir George Stokes, die Professoren Tait, Adams, Clerk, Maxwell und Cayley, gar nicht zu nennen die weniger bedeutenderen, Raoults, Todhunter, Ferrars und so weiter, waren alle überzeugte Christen. Clifford allein war damals gerade von dem Extrem der Orthodoxie zu dem des Unglaubens übergesprungen, ein vereinzeltes Beispiel, welches ich als besonders interessant für unseren Zweck ansehe, da es den überwiegenden Einfluss eines unnatürlich aufgeregten Charakters gerade auf einen so außerordentlich intelligenten Mann zeigt. Denn die Vernunftmäßigkeit des ganzen Baues des christlichen Glaubens kann ihre Pole doch nicht innerhalb so weniger Monate gewechselt haben.
Nun würde es ohne Zweifel leicht sein, woanders als in Cambridge Mathematiker erster Größe zu finden, welche in unserer Generation entschiedene Gegner des Christentums sind oder gewesen sind, wenn auch sicherlich nicht eine so große Reihe von Sternen erster Größe. Aber sei dies wie es will, das Beispiel in Cambridge aus meiner eigenen Zeit scheint mir an sich genugsam zu beweisen, dass der christliche Glaube durch die höchsten Kräfte der Vernunft weder begünstigt noch geschädigt werden kann, sondern dass er von anderen noch viel mächtigeren Faktoren abhängt. Glaube und Aberglaube. Mag das Christentum wahr sein oder nicht, zwischen diesen beiden Begriffen bleibt doch immer ein großer Unterschied. Denn während der Hauptbestandteil des christlichen Glaubens ein sittliches Element ist, ist ein solches bei dem Aberglauben nicht vorhanden. Die einzige Ähnlichkeit zwischen beiden ist tatsächlich die, dass beide einen Geisteszustand bezeichnen, den man eben Glaube nennt. Daher kommt es, dass beide Begriffe von Gegnern des Christentums und selbst von Nichtchristen so oft verwechselt werden. Der viel wichtigere Unterschied wird nicht hervorgehoben, nämlich der, dass der Glaube in dem einen Fall ein rein intellektueller, im anderen Fall hauptsächlich ein sittlicher ist. Wenn er nur intellektuell aufzufassen ist, so kann der Glaube nichts anderes als bloße Leichtgläubigkeit bei gänzlichem Mangel an Beweiskraft sein, aber wo ein sittlicher Grund zum Glauben vorhanden ist, da liegt der Fall natürlich ganz anders, denn selbst wenn es einem ferner Stehenden bloße Leichtgläubigkeit zu sein scheint, so mag dies dann daher kommen, dass jener die aus sittlichen Tatsachen hinzukommenden Beweise nicht in Betracht zieht. Glaube und Aberglaube werden oft verwechselt, ja sogar identifiziert. Ohne Frage sind sie auch in einem gewissen Punkt identisch, sie zeigen nämlich, wie gesagt, beide einen geistigen Zustand, den man eben Glaube nennt. Dies können alle Menschen erkennen, aber nicht jeder kann weitersehen und die Unterschiede erklären. Diese sind aber folgende: Wenn wir annehmen, dass das Christentum wahr ist, so ist eben der Glaube der innere Spiritualbeweis. Wenn wir aber annehmen, dass das Christentum falsch sei, so bleibt doch noch ein moralischer Bestandteil im Glauben, welcher ex hypothesi, das heißt infolge der Voraussetzung, im Aberglauben nicht vorhanden ist. Mit anderen Worten, Glaube oder Aberglaube ruhen beide auf einer geistigen Grundlage, was auch bloße Leichtgläubigkeit sein kann, aber der Glaube ruht zugleich auf einem sittlichen Grunde, selbst dann, wenn er nicht in gleicher Weise auf einem geistigen Grunde steht. Sogar in menschlichen Verhältnissen gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Glauben an eine wissenschaftliche Theorie und dem Glauben an einen persönlichen Charakter. Der Unterschied liegt eben darin, dass der letztere ein sittliches Element enthält. Das Heilen durch Glauben hat daher keine Ähnlichkeit mit dem "Dein Glaube hat dir geholfen" des Neuen Testaments. Wir müssten denn die persönlichen Unterschiede unberücksichtigt lassen, welche zwischen einem modernen Besprecher und Jesus Christus, die doch beide Gegenstand des Glaubens sind, bestehen. Glaube gründet sich nicht ausschließlich auf einen objektiven Beweis, der an die Vernunft appelliert, Meinung, sondern hauptsächlich auf einen subjektiven Beweis, der an eine ganz andere Fähigkeit appelliert, Vertrauen. Ob die Christen nun bei dem, was sie glauben, Recht oder Unrecht haben mögen, ich bin so fest, wie nur sonst von irgendetwas überzeugt, dass die von mir soeben gegebene Begriffsbestimmung, welche sie alle für sich selbst stillschweigend machen, logisch unanfechtbar ist. Denn niemand kann leugnen, dass es möglicherweise an etwas gibt, was man ein Organ geistlicher, Spiritualbeurteilung nennen könnte. Wollte man dies leugnen, so würde man tatsächlich die Stellung des reinen Agnostizismus in toto für falsch erklären, und dies bleibt selbst dann so, wenn es keine objektiven oder streng wissenschaftlichen Beweise für ein solches Organ gäbe, wie wir sie ja aber im Leben der Heiligen und in geringerem Maße in der Universalität des religiösen Gefühls haben. Gibt es nun ein solches Organ, so folgt aus den vorhergehenden Paragraphen, dass die Hauptbeweise für das Christentum subjektiv nicht allein sein werden, sondern sein müssen. Ich meine, sie müssen es sein, da gemäß der Voraussetzung des Christen das Christentum seinem Inhalt nach eine sittliche Prüfung enthält, und da der Glaube sowohl eine Probe auf die Wahrheit ist als auch einen Lohn in sich schließt. Manche praktischen Erwägungen entstehen daraus, zum Beispiel die Pflicht der Eltern, die Kinder ebensowohl in dem zu erziehen, was sie glauben, als in dem, was sie wissen. Das würde ganz ungerechtfertigt sein, wenn Glaube dasselbe wie Meinung wäre.
Aber es ist durchaus gerechtfertigt, wenn ein Mensch nicht allein weiß, dass er etwas glaubt, Meinung, sondern auch glaubt, dass er etwas weiß, Glaube. Wenn sich nun der Christ darin von dem natürlichen Menschen unterscheidet, dass jener ein inneres Spiritualorgan der Erkenntnis besitzt, vorausgesetzt, dass er ehrlich glaubt, es sei so, so würde es unsittlich von ihm sein, wenn er nicht in Übereinstimmung mit dem handelte, was er für seine Erkenntnis hält. Diese Verpflichtung bei der Erziehung erkennt man auch in jedem anderen Fall an. Solch ein Mann ist moralisch im Recht, wenn er auch geistig irrt. Huxley sagt in seinen Laienpredigten, dass der Glaube von der Wissenschaft als Kardinalsünde erwiesen worden sei. Nun, dies ist allerdings wahr in Bezug auf Leichtgläubigkeit, Aberglauben und so weiter, und die Wissenschaft hat unendlich viel Gutes getan, indem sie unsere Begriffe von Methode, Beweis etc. klarlegte. Aber dies liegt alles im Gebiet des Intellekts. Der Glaube wird von solchen Tatsachen oder Betrachtungen nicht berührt. Und welch eine schreckliche Hölle würde die Wissenschaft aus der Welt gemacht haben, wenn sie den Geist des Glaubens auch in menschlichen Verhältnissen vernichtet hätte. Huxley verfällt also in den so allgemeinen Irrtum, dass er Glaube und Meinung verwechselt. Wenn man das Christentum für wahr hält, so ist es durchaus vernünftig, wenn der Glaube im oben schon erklärten Sinn als eine Probe der göttlichen Gnade erklärt wird. Wenn es überhaupt eine Scheidung der Menschen durch Christus gibt, dann muss sich der Hauptgesichtspunkt, nachdem diese geschieht, auf jene moralische Eigenschaft beziehen. Niemand kann eine Offenbarung annehmen, die sich bloß an den Intellekt des Menschen richtet, weil die Annahme derselben alsdann nur eine Sache der Klugheit wäre, indem man einer durch höhere Intellekte gemachten Demonstration beipflichtet. Wenn das Christentum also berechtigterweise diese Welt als eine Schule sittlicher Prüfung darstellt, dann können wir in der Tat kein besseres und dazu passenderes System finden als diese Welt und keinen besseren Schulmeister als das Christentum. Dies wird nicht allein durch ein allgemeines Räsonnement erwiesen, sondern auch durch das, was das Christentum in der Welt geleistet hat, durch seine Anwendbarkeit auf individuelle Bedürfnisse und so weiter. Man beachte nur die außerordentliche Verschiedenheit der menschlichen Charaktere in Bezug auf Sittlichkeit und geistliches, spiritual Leben, und doch leben alle in derselben Welt. Aus äußerlich demselben Stoff und in derselben Umgebung entstehen so wunderbar verschiedene Produkte, je nach dem Stoff und Umgebung verwendet werden. Selbst menschliche Leiden in ihrer schlimmsten Gestalt können willkommen geheißen werden, wenn der Glaube an ein solches Ziel sie rechtfertigt. Leiden drücken nicht und Tränen haben nichts Bitteres, sondern man soll sich ihrer vielmehr freuen. Es ist ferner eine Tatsache, dass es nur durch diese Theorie der Prüfung möglich ist, für die Welt einen Sinn, das heißt einen vernünftigen Zweck für das menschliche Dasein zu erkennen. Setzt man die Wahrheit des Christentums voraus, so wird jedermann nach den Ergebnissen seiner eigenen Lebensführung gerichtet, und diese entwickelt sich aus seinem eigenen moralischen Charakter. Dies könnte nicht so sein, wenn der Entscheid Sache intellektueller Begabung wäre. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass die Ausübung des Willens in der Richtung der Religion nicht einer Hilfe bedarf, um zum Glauben zu kommen, und dass dazu der eine mehr, der andere weniger Hilfe nötig hat. Ja, es kann sogar sein, dass manche absichtlich von jeder Hilfe ausgeschlossen sind, damit ihre Verantwortlichkeit nicht vermehrt werde, oder dass sie nur wenig Hilfe erfahren, sodass die Schwierigkeiten, die ihnen aus ihrer Vernunft entspringen, für sie eine moralische Prüfung bilden. Doch wie dem auch sein mag, uns steht darin sicherlich kein Richteramt zu. Es ist auch eine Tatsache, dass uns allen der Intellekt des Menschen höher zu stehen scheint als seine Sinnlichkeit. Wir mögen über ihren Ursprung eine Ansicht haben, welche wir wollen. Ebenso stellen wir alle in gleicher Weise die sittliche Seite des Menschen höher als seinen Intellekt, mögen wir sonst auch von beiden denken, was wir wollen. Es ist ferner eine Tatsache, dass wir die geistliche, Spiritualseite höher stellen als die sittliche, welche Theorie von der Religion wir auch haben mögen. Die sittlichen und noch mehr die geistlichen Eigenschaften eines Menschen sind es, welche seinen Charakter bilden. Und es ist wunderbar, wie der Charakter auf allen Lebenswegen schließlich doch die Hauptsache ist. Alle diese Begriffe sind klar und allgemein anerkannt, nämlich: Der Mensch hat Sinnlichkeit, Intellekt, Sittlichkeit und Geist, Seele, Spirituality.
Sittlichkeit und Geist sind als zwei ganz verschiedene Dinge anzusehen. Ein Mensch kann in seinem Verhalten im höchsten Grade sittlich sein, ohne irgendwie seiner Natur nach geistlich gerichtet zu sein, und auch, wenn freilich in geringerem Maße, umgekehrt. Und objektiv erkennen wir denselben Unterschied zwischen Moral und Religion. Unter Geist verstehe ich die religiöse Denkart, Temperament, mag damit irgendein besonderes Glaubensbekenntnis oder Dogma verbunden sein oder nicht. Es besteht wohl kein Zweifel, dass intellektuelle Genüsse befriedigender und nachhaltiger sind als sinnliche, sensual oder selbst nur für die Sinne erkennbare Sensuous. Und für die, welche sie erfahren haben, ist es ebenso sicher, dass geistliche Genüsse über intellektuellen, künstlerischen und so weiter stehen. Es ist dies eine objektive Tatsache, die voller von jedem bestätigt wird, der die Erfahrung gemacht hat, und sie scheint anzuzeigen, dass die geistliche Seite des Menschen das Höchste in ihm, der Kulminationspunkt seines Wesens, ist. Es ist vielleicht wahr, was Ranā in seiner nachgelassenen Schrift sagt, dass es immer Materialisten und Spiritualisten geben wird, insofern man immer wird beobachten können, dass es kein Denken ohne Gehirn gibt, während andererseits des Menschen Instinkte immer nach einem höheren Glauben streben werden. Aber so muss es ja gerade sein, wenn die Religion Wahrheit ist und wenn wir hier in einer Welt der Prüfung leben. Ist es nicht wahrscheinlich, dass der materialistische Standpunkt, der selbst von der Philosophie nicht mehr geachtet wird, nur einfach aus Gewohnheit und Mangel an Einbildungskraft entspringt? Woher käme sonst jener unausrottbare Instinkt? Es ist viel leichter, nicht zu glauben, als zu glauben. Für die Vernunft liegt dies auf der Hand, aber auch für den Geist ist es so, denn nicht zu glauben entspricht dem Einfluss der Umgebung und der allgemeinen Gewohnheit der Menschen, während der Glaube eine geistliche, Übung der Einbildungskraft fordert. Aus diesen beiden Gründen haben sehr wenig Ungläubige für ihren Unglauben irgendeine Entschuldigung, weder eine aus der Vernunft entspringende noch eine geistliche. Der Unglaube stammt gewöhnlich aus Gleichgültigkeit, oft aus Vorurteil und ist niemals etwas, worauf man stolz sein könnte. Warum ist es dir so unglaublich, dass Gott die Toten auferwecken kann? Ein reiner Agnostiker kann darauf offenbar keine Antwort geben. Aber er wird natürlich sagen, die Frage ist vielmehr, warum sollte es euch glaubhaft sein, dass es einen Gott gibt, oder wenn es einen gibt, dass er Tote erwecken soll? Und ich denke, der weise Christ wird antworten, ich glaube an die Auferstehung der Toten, teils aus Gründen der Vernunft, teils aus innerer Anschauung, Intuition, doch vor allem aus beiden zusammen. Mein ganzer Charakter nimmt sozusagen das ganze Lehrsystem an, von dem die Lehre von der persönlichen Unsterblichkeit einen Hauptteil bildet.